Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Lass den Tag beginnen. Draußen pfeifen bei mir die Vögel schon. So, wir haben hier das Thema Zeit, Bewegung und den Schutz. Hier ist vielleicht möglicherweise für etwas die Zeit abgelaufen, etwas braucht einen anderen Dreh. Möglicherweise ist auch so eine Sache, die lange Zeit gedauert hat und jetzt in Bewegung kommt und hier mit den Engelsflügeln natürlich auch eine safe Lösung mitbringt. Ne? Der Schutz ist da. Hier geht uns ein Licht auf. Vielleicht auch die Erfahrung, die die Zeit hier mitgebracht hat. Und hier ist es Zeit, eine neue Tür zu öffnen, eine Möglichkeit zu finden. Es kann jetzt eine Beziehungssache sein, ein Gegenüber. Es kann aber auch sein, dass es dieser Teil in uns ist, der erschafft, ne? Der gibt, der etwas auf die Welt bringt. Die Lösung liegt hier darin, wenn man sich die Karten genau anguckt, dass man auch für etwas, das man vielleicht über lange Zeit so getragen hat, die Tür schließt. Ja? Man sieht an der Lösung die zu eine Tür. Das heißt, wir dürfen hier auch mal was beenden, eine neue Tür suchen, einen neuen Weg wählen. Und auch verlassen, was sich so eingeschlichen hat. Ne? So ein Konstrukt, das ewig in einem Kreislauf hält, das auch unfähig macht, eigene Wege zu gehen. Es kann hier auch tatsächlich eine Beziehungssache sein, wo man vielleicht in einer Partnerschaft versucht, Lösungen zu finden, die allen dienen. Oder einen bestimmten Weg zu verlassen, der eben nicht mehr dient. Ja, es geht um emotionale Abhängigkeiten irgendwo. Es kann hier so ein Beispiel sein, wo lässt man sich alles gefallen, wo macht man etwas nur, weil der andere es möchte. Hier liegt so die Seelenebene dabei. Ein Kreislauf, der mit der Zeit eben auch Selbstsabotage mitbringt. Da kriegen wir die Brücke und den Schatz. Ja, wie wunderbar, ne? Irgendwo wird uns eine Hand gereicht, irgendwas wird uns klar. Und es geht auch um Erfüllung und Fülle im eigenen Leben, ne? Es kann ja auch eine Zeit zeigen, wo man viel gegeben hat und wo man hier auf seine eigene Fülle gucken darf, ne? Auf den eigenen Schatz im Leben, auf die Schatztruhe sozusagen, die sich hier für uns öffnet. Wir gucken direkt drauf, wenn wir hier eine Tür zumachen. Hier mangelt etwas an Leidenschaft. Es kann jetzt die Leidenschaft zum Leben sein, der Mangel an sich, der hier überhand genommen hat. Seht ihr noch alles? Oder aber auch tatsächlich, dass man eben nicht daran glaubt, dass man was Schönes haben könnte. Also eine Einstellungssache sozusagen. Hier liegt Gepäck aus dem Thema DNA, Familie. Ein Koffer, der weitergegeben wurde, eventuell auch ein Muster. Und es gilt da genauer hinzugucken, wo man etwas mit sich schleppt, das nicht mehr dienlich ist. Der Schlüssel liegt hier auf der Emotion, die man zu etwas hat. Eine emotionale Last. Und hier wäre eine emotionale Fülle. Das könnte man eintauschen. Ich habe hier, dass auch schon sehr viel auf der emotionalen Ebene gearbeitet wurde, dass man sich neue Türen geöffnet hat. Aber hier ist noch irgendein Detail übersehen. Und es könnte etwas mit der Kommunikation zu tun haben. Ne?
Es kann ja sein, dass man mal wieder etwas aussprechen muss, dass man sich allein gelassen fühlt, dass man einen Konflikt hat mit den Worten, die jemand anders zu uns gesagt hat oder auch wir. Und dass hier etwas mitgeschleppt wird, was piekst vielleicht auch oder wo man so dieses Verdrängungsdingens hat, ne? Ich drücke das mal weg, aber wir können es dann nicht loslassen. Hier möchte etwas, was unsere Wurzeln betrifft, unser Umfeld, unsere Umgebung, geklärt werden. Das Leben bietet uns auch die Gelegenheit, hier auf ein neues Fundament zu bauen und zeigt uns hier eine Richtung an, die Veränderung mitbringt und Neubeginn. Und das noch in dem kurzen Zeitraum, auf dem kurzen Weg. Es gilt hier schon im kleinen Bereich auch zu gucken. Ne? Hier, die Lösung ist hier praktisch ganz einfach. Mache etwas die Tür zu, damit etwa eine andere Tür aufgeht, die dir Fülle mitbringt, anstatt Mangel. Ja, es wird hier unsere Seelenreise angesprochen. Hindernisse, die wir im Bereich von Beziehungen haben, Beziehungsmuster, Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und hier fehlt so eine spezielle Klärung noch, um richtig durchzugehen. Die Lösung liegt hier oben und die Zeit auch. Ne? Hier wurde ein Muster lange getragen oder etwas lange gemacht, ohne genau hinzugucken. Und hier kommt jetzt so dieses Ding vielleicht auch von, ich möchte mal einen Schnitt machen oder so geht es nicht mehr weiter. Es kann auch ein innerer Kampf in uns selber sein. Ne? Dieses Geben, Nehmen, Weiblichkeits-, Männlichkeitsthemen, wo immer wieder Hindernisse auch kommen und diese hier an der Wurzel noch sitzen. Also es ist Zeit für eine Veränderung. Genau hingucken. Hier wird noch was übersehen. Und wo drücke ich was weg, was eigentlich in den Vordergrund gehört? Das wäre so das Thema. Ich würde hier mal diese gerne noch nehmen. Ja, irgendwie sollen wir am Tier etwas abgucken, an den Tieren. Irgendwie sollen wir uns vielleicht auch mal kümmern, dass wir, es passt eigentlich nicht wirklich dazu, aber vielleicht wäre es eine Lösung, mal etwas Gutes zu tun für ein Tier. Ne? Möglicherweise spielen auch in Beziehungen Tiere eine Rolle, das kann schon sein. Aber hier geht es darum, sich mal um etwas zu kümmern, das unseren Schutz braucht, unsere Zuneigung. Ich habe mal eine Zeit lang gespendet für, also ging nur um 1 Euro und aus diesem 1 Euro wurde dann halt, wenn es viele machen, eine große Summe für Tiere. Also alles Kleine, was du auch investieren kannst, gib irgendwie weiter für Schutzlose. Guckt, hier ist der Berg hier unten an der Wurzel und man hat so das Gefühl, dass man blockiert ist und es geht eben darum, die Wahl zu treffen, wo mache ich irgendwas oder irgendwem auch die Türe zu, damit ich für mich selber in meine Erfüllung gucken kann. Das ist immer auch eine Sache der Wahl und die Erdung ist hier auch sehr wichtig, ne? Es soll sich hier ein Gefühl einstellen von sich der Realität stellen und dann ankommen. Und damit verbunden eben auch die Wahl zu treffen, welchen Weg wir gehen, welche Türe wir zumachen. Sich mal um etwas zu kümmern, das unseren Schutz braucht auch oder unsere kleine Hilfe irgendwie. Oder vielleicht auch irgendein Hinweis, ne? Was gibt dir ein Tier zurück? Jeder, der ein Haustier hat, weiß, dass die Liebe ist bedingungslos. Ne?
Sehr spannend und sehr interessant, ihr Lieben. Macht euch auf ein Abenteuer bereit. Hier wird man auf eine, hier ist so eine Pause, das ist ja auch zeitabhängig, ne, bevor die Lösung da ist, und dann kann es aber losgehen. Ne? Dann steht hier das Abenteuer vor der Tür und wir akzeptieren auch eine Veränderung, die uns ins Leben passt. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.